Die Leute sind neugieriger, die Leute bestellen spannendere Dinge und sind aber auch kritischer. Ich bin der Anthony Constantis, bin in Australien 1970 geboren und seit 97 bin ich in Frankfurt und seit 6 Jahren betreibe ich mal meine Bar. Ich bin der Dominik Feiger, ich bin 34, ich betreibe die Emery Bar in Frankfurt seit fast 4 Jahren. Mein Name ist Gabriel Daun, ich bin der Barmanager der Geckos Bar hier in Frankfurt seit über 10 Jahren. Die Idee eines Cocktails ist ja eigentlich die Idee eines Getränks, eines kleinen Getränks, was individuell für dich selbst von jemandem zubereitet wird. Das ist gar nicht so alt verglichen mit der Geschichte gemischter Getränke. Und das geht zurück bis eigentlich, also 2000 Jahre, würde ich sagen, wenn man Kräuter zum Beispiel in Wein einlegt. Weine mit Honig süß, das sind so die ersten Schritte. Der große Ahnvater der Cocktails ist eigentlich der Punch. Also ein großes Gefäß, in dem man normalerweise vielleicht was Saures, Zitrussäfte oder so süßt, mit einer leichten, verdünnenden Zutat wie Wasser oder Tee streckt und was Kräftiges, ein Destillat. Und die Idee wirklich zu sagen, da gibt es jemanden, den Bartender, man betritt einen Laden und der bereitet ein kleines Getränk, eigentlich einen Punch mit verschiedenen Zutaten, aber klein und individuell nur für dich vor. Das ist gar nicht so alt, das ist vielleicht so 250, 300 Jahre. 300 Jahre ist schon weit aus dem Fenster gelehnt. Also das ist eigentlich frühes 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Und die ersten Barbücher, auf die wir hier an der Bar regelmäßig rekurrieren, wenn es um Rezepte für Cocktails, also für individuelle Getränke geht, die datieren so auf 1860, 1862. So, da geht es eigentlich erst los. Und man kann eigentlich so sagen, dass so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre dann die Cocktail-Renaissance stattgefunden hat, wo man sich zurückbesinnt hat auf, wo kommen Cocktails eigentlich her. Über 99% aller Drinks, die man zubereitet, leben davon, dass sie eiskalt sind. Ja, ein Martini has to be cold, colder, coldest. Eis ist Bartenders Gold, gilt als Zutat in einem Drink, hat also höchsten Anspruch an qualitatives Arbeiten, ist als Lebensmittel anzusehen und der Vorteil von klarem Eis ist nicht nur der ästhetische Aspekt, dass es schön ausschaut, sondern tatsächlich, dass es eine höhere Dichte hat und somit den Drink wesentlich weniger verwässert. Schmelzen, man braucht das Schmelzwasser, um eben die Prozente von dem Alkohol runter zu reduzieren, dass es einfacher für den Geschmack ist. Dann entwickelt sich auch viel mehr Geschmack und mehr Aromen. Also ist sehr, sehr wichtig. Es war in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts noch nicht so selbstverständlich flächendeckend Eis in der Menge in der Bar vorrätig zu haben, wie wir das heute tun. Ja, also hat man noch beispielsweise in den USA aus zugefrorenen Seen, also so irgendwo, ich sag mal, Grenze zu Kanada, hat man gefrorene Blöcke ausgesägt, die in Stroh eingewickelt und hat die runter nach Kentucky geschickt. Und dann konnte man in Kentucky den Mint Julep wirklich kalt genießen, ansonsten hätte er sich auch niemals durchgesetzt. Spirituosen unterscheiden sich, würde ich sagen, in erster Linie durch ihre Basis, also dem Grundprodukt. Sehr viele Länder hatten verschiedene Zutaten, in viel davon, wo die gesagt haben, okay, wir haben jetzt mal hier ganz viel Zuckerrohr, was machen wir damit? Also da hatten die Molasse davon, das Abfall haben die rumgemacht. In Schottland vielleicht oder woanders haben die sehr viel Getreide, haben die damit angefangen zu destillieren. Ja, oder in Frankreich mit dem Trauben, in der Cognac-Region oder in Spanien auch zum Beispiel, dann wurde Brandy gemacht. Wenn man 3 Rums nebeneinander stehen hat, kann man nicht sagen, ein Rum ist ein Rum ist ein Rum, sondern je nachdem, wo er hergestellt wird, ob er in der Kolonne oder in einem Potstill destilliert wird, von wem er destilliert wird und so weiter, wie lange er gelagert wird, ergibt ein vollkommen unterschiedliche Stilistik. Und das ist natürlich auch das Spannende bei Spirituosen. Jede Flasche ist ein bisschen anders. Und das ist ja auch das Schöne an der Bar, ja, dass man vom Tresen aus die ganze Welt im Glas erkunden kann. Die Hauptspirituosen, die benutzt werden, ist das Whisky, Rum, Gin, Wodka, Tequila,
Brandy, unter Brandy meine ich auch Cognac. Alles, ja, das sind die Basisspirituosen. Das benutzt man, als wenn man ein Haus baut. Ja, man braucht erstmal ein gutes Fundament und das ist eben eine gute Spirituose, wo man dann auch den Skelett des Hauses bauen. Die Qualität der verwendeten Produkte sollte außer Frage stehen. Das geflügelte Wort oder die Weisheit, ein Drink ist nur so gut wie seine schlechteste Zutat, die stimmt auch. Also insofern sollte, wie gesagt, die Qualität der Produkte sollte man sich mal darum kümmern, dass die stimmt. Und alles andere hat viel mit in Harmonie bringen, in Balance bringen zu tun. Also klar soll der Drink schon ein Stück weit die Spirituose erkennen lassen und auch merkbar drin sein. Aber tatsächlich bringt es nichts, wenn man einem Drink extra viel Spirituose gibt, nur wenn man es gut meint. Wenn man von Anfang an anfängt mit gute Zutaten, kann man auch sich mal einige Fehler mehr oder weniger erlauben. Weil wenn die Zutaten gut sind, das Endprodukt muss gut sein. Der Begriff oder der Beruf Bartender per se ist für mich tatsächlich eigentlich nicht nur Lebensunterhalt und Lohn und Brot, sondern ist eine Lebenseinstellung. Es ist für mich, es ist mein Beruf, es ist der schönste Beruf der Welt. Die Rolle einfach mal des Gastgebers. Das ist das Wichtigste. Bei den alten Griechen war das der Zeus, der Hauptgott quasi, war auch gleichzeitig der Gott des Gastfreundschafts. Also so wichtig ist das. Und genauso wichtig ist es auch für mich und ich denke mal auch für ganz viele andere Kollegen. Wenn die Gäste mal in den Laden kommen, die wollen eben Spaß haben und die wollen einen guten Abend haben. Und wir stehen für die da, um genau das zu machen. Es geht am Ende des Tages darum, dass Leute bei dir zu Gast sind, denen du einen schönen Abend machst. Und dafür musst du alles tun. Bartending ist tatsächlich ja, ein Stück weit Lebensphilosophie und Einstellung. Eigentlich ist die Aufgabe des Bartenders, und zwar egal in welcher Position er arbeitet, dafür zu sorgen, dass Leute mit einem Lächeln die Bar verlassen. Selbst wenn sie nicht gelächelt haben, als sie reinkamen. Ich weiß nicht, ob das eine Kunstform ist. Viele Leute empfinden das so. Kunst ist immer so ein ganz schwerer Begriff. Ja? Für ein Handwerk, das darf man sagen. Das darf aber nicht der Bartender selbst über sich sagen, sondern das müssen andere dann über ihn sagen. Oder ich könnte über einen Fachkollegen sagen, dass er ein Künstler ist, aber ich würde es niemals über mich selbst behaupten. Das verbietet schon allein die Bescheidenheit. Es kann auch dann, wie man arbeitet, kann auch sehr kunstvoll sein für viele Leute. Oder das Endprodukt, das Getränk, was dann am Endeffekt macht, kann auch zu einer Art Kunstform sein. Entweder weil es zu simpel ist oder mit einer sehr, sehr aufwendige Dekoration obendrauf, dass es total kunstvoll aussieht. Ja? Also Kreieren von neuen Drinks tatsächlich, muss man sagen, sowas kann man meines Erachtens nach nicht wirklich planen. Das passiert, während man arbeitet, dass man eine Idee hat, die man eventuell sofort wieder verwirft oder aber auch dann weiterverfolgt. Es ist eine Expedition, ja, und teilweise gibt es da immer noch schwarze Flecken, also nicht kartografiertes auf der Landkarte sozusagen. Sphären, in die man noch vordringen kann, so ein bisschen ja, eine Expedition, eine aromatische Expedition machen. Und das ist natürlich schön, dann Teil von zu sein. Die Geschmack den Leuten ändert sich immer wieder, auch durch die Jahre. Dementsprechend, man nimmt eben alte Klassiker und versucht die da ein bisschen zu ändern. Oder man versucht einfach mal mit Interaktion mit den Gästen, was dem am besten schmeckt, dann versucht man das eben in eine Form von den ganzen verschiedenen Spirituosen zusammenzumachen und dann eben ein Cocktail oder eine Rezeptur zu entwickeln. Also eine Bar an sich ist auch schon mal so eine kleine Miniform in einer Gesellschaft. Das sozial Miteinander sein, dafür steht eine Bar für mich mit an der größten Stelle. Bars haben auf jeden Fall einen Einfluss auf die Gesellschaft, weil die Leute immer schon rausgegangen sind, um zu essen, um zu trinken, um ein Stück weit irgendwo Distraction zu haben, sich abzulenken von ihrem Alltag.
aber auch um ein Gespräch zu führen oder um tatsächlich auch jemanden kennenzulernen. Dafür haben Bars natürlich einen sozialen Stellenwert, der meines Erachtens nach extrem hoch ist, der oft auch unterschätzt wird. Aber es gibt so einen Spruch, die besten Gespräche und die besten Deals werden in Bars gemacht. Und da ist auch was dran tatsächlich. Also man muss schon in dem Moment auch ganz klar differenzieren zwischen sinnloses Betrinken und Trinken mit Stil und bewusst. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass sich die letzten Jahre die Gesellschaft eher dazu entwickelt hat, ich trinke lieber weniger und dafür hochwertiger und lasse mich dadurch ein Stück weit bereichern, weil ich was Neues ausprobiere und entdecke, als sinnloses Betrinken nur des Betrinkens wegen. Drink, den ich jedem empfehlen würde, gibt's nicht. Zu unterschiedlich sind die Menschen, zu unterschiedlich sind die Drinks. Ich liebe Gimlets. Das ist nichts anderes als Gin mit Lime Cordial, also 2 Zutaten. Und alles, wie gesagt, was einfach ist. Tatsächlich ist einer meiner Favorites Manhattan, aber auch ein guter Daiquiri, wenn er gut gemacht ist und balanciert ist, erfreuen mich immer wieder mal. Eine Sache ist aber klar, Champagner geht immer. Das schönste Kompliment, das ich bekommen habe. Boah, jetzt fragst du mich was. Da muss ich echt überlegen. Oh. Boah, ey, gute Frage. Ich glaube immer wieder, wenn die Leute sagen, dass die einen super Abend hatten hier drin, dass alles geschmeckt hat. Und das bestätigt sich dann, wenn ich die Gäste immer wieder dann sehe. Das schönste Kompliment, das ich bekommen habe, ist tatsächlich, wenn Gäste wiederkommen. So simpel kann man das sagen. Ja. Und wir haben hier sehr, sehr viele Stammgäste und das ist eigentlich das beste Kompliment, das man bekommen kann. Wenn Gäste wiederkommen, weil sie einen schönen Abend hatten und es gefallen hat. Also ein richtig schönes Kompliment, weil da kann man sich sicher sein, dass es nicht aus Höflichkeit gemacht wird, dass wenn der Gast den Drink nochmal bestellt, den er eben gerade hatte. Das ist eigentlich das schönste Kompliment, was du bekommen kannst, weil dann weißt du, es hat wirklich geschmeckt.